Lektion 1: Ein Spaziergang im Park. Hey Anna, wie wäre es mit diesem Samstag gegen 10 Uhr? Wir können uns hier treffen und zum Park gehen. Das klingt nach einer großartigen Idee, John. Das Wetter sollte perfekt für einen Spaziergang sein. Fantastisch! Ich liebe es, im Park spazieren zu gehen. Wir können die frische Luft und die wunderschöne Landschaft genießen. Ich auch. Und unterwegs können wir für einen Kaffee oder einen Snack anhalten. Es wird eine schöne Pause von unseren vollen Terminkalendern sein. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, das Haus zu verlassen und meine Beine auszustrecken. Der Park ist so friedlich und entspannend. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken und vielleicht sogar interessante Wildtiere zu beobachten. Definitiv. Ich bringe meine Kamera mit, falls wir coole Vögel oder Eichhörnchen sehen. Es wird Spaß machen, ein paar tolle Fotos zu machen. Das ist eine tolle Idee. Ich bin mir sicher, dass wir viele Fotomotive finden werden. Das wird ein wunderbarer Samstagmorgen. Ich freue mich riesig darauf. Es ist zu lange her, dass wir die Gelegenheit hatten, einfach zu chatten und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Lektion 2: Das Wohnzimmer neu dekorieren. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du dein Wohnzimmer renoviert hast. Hey, wie geht's? Oh ja, ich freue mich so. Ich habe ein paar bunte Dekokissen hinzugefügt und die Möblierung neu angeordnet. Es frischt den Raum wirklich auf. Nett, das klingt toll. Was hat dich dazu bewogen, die Dinge zu ändern? Nun, ich hatte das Gefühl, dass das Zimmer ein bisschen modernisiert werden müsste. Das neue Layout öffnet es und die Farbakzente sorgen für etwas Lebendigkeit. Ich wette, es sieht fantastisch aus. Ein gemütliches, einladendes Wohnzimmer zu haben, ist so wichtig. Absolut. Es gibt wirklich den Ton für das ganze Haus an. Ich bin zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Ich bin sicher, es sieht wunderbar aus. Wann kann ich vorbeikommen und mir den neuen Look ansehen? Jederzeit. Vielleicht können wir dieses Wochenende dort einen Kaffee trinken und du kannst ihn dir ansehen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich drauf. Lektion 3: Die Natur respektieren. Hey Anna, hast du den Nachrichtenbeitrag darüber gesehen, wie wichtig es ist, beim Wandern keine Spuren zu hinterlassen? Oh ja, das habe ich gesehen. Es ist so wichtig, diese Prinzipien zu befolgen, keine Spuren zu hinterlassen und die Natur zu respektieren. Definitiv. Selbst kleine Dinge wie das Bleiben auf ausgewiesenen Wegen und das Auspacken ihres gesamten Mülls machen einen großen Unterschied. Absolut. Es geht darum, ein verantwortungsbewusster, umweltbewusster Outdoor-Enthusiast zu sein. Wir müssen diese Naturräume schützen. Ganz gewiss. Und es ist auch ein gutes Beispiel für andere. Jedes bisschen hilft, die Umwelt zu schonen. Stimme voll und ganz zu. Es geht darum, achtsam und rücksichtsvoll zu sein, wenn man die Natur genießt. Exakt. Ich freue mich, dass immer mehr Menschen auf diese wichtigen Praktiken aufmerksam werden. Ich auch. Es ist wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen, gute Verwalter des Landes zu sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du darüber geschattet hast. Es ist ein wichtiges Thema.
Lektion 4. Verwechslung der Abfahrtszeit. Hey Anna, hast du verstanden, was Sie über unsere Abfahrtszeit für die Reise gesagt haben? Nein, das habe ich verpasst. Was haben Sie gesagt? Oh oh, ich dachte, Sie hätten die Reiseroute aktualisiert. Lassen Sie mich die Details noch einmal überprüfen. Okay, kein Problem. Ich muss mich während dieses Teils der Diskussion zurückgezogen haben. Lass mich mal sehen. Ah, jetzt verstehe ich. Sie haben die Abfahrt auf 8 Uhr statt auf 9 Uhr geändert. Oh, gut zu wissen. Ich werde dafür sorgen, dass ich meinen Zeitplan entsprechend anpasse. Ja, wir müssen etwas früher als geplant los. Ich will nicht riskieren, den Bus zu verpassen. Definitiv nicht. Ich stelle einen früheren Alarm ein und mache mich bereit zu gehen. Danke, dass du das verstanden hast, John. Gar kein Problem. Ich bin froh, dass ich noch einmal nachgesehen habe, bevor wir zu spät kamen. Lektion 5. Verhandlungstipps. Hallo Anna, ich wollte einige Tipps teilen, die ich über effektive Verhandlungstechniken gelernt habe. Oh, das ist großartig. Verhandeln kann schwierig sein, daher wäre jeder Rat sehr hilfreich. Absolut. Eine wichtige Sache ist, immer selbstbewusst und durchsetzungsfähig zu bleiben, aber nicht aggressiv. Das macht Sinn. Sie möchten entschlossen und sachkundig wirken. Exakt. Und es ist wichtig, dass Sie Ihre Recherchen im Voraus durchführen, damit Sie gut informiert sind. Guter Punkt. Wenn Sie mit Fakten und Daten vorbereitet sind, stärken Sie Ihre Position. Definitiv. Und versuchen Sie, einen Mittelweg zu finden, seien Sie bereit, Kompromisse einzugehen, aber geben Sie nicht zu leicht nach. Richtig, dieses Gleichgewicht zu finden ist entscheidend. Sie möchten nicht zu unflexibel oder zu verzweifelt wirken. Absolut. Dies sind einige der wichtigsten Dinge, die Sie beachten sollten. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Verhandlungstipps benötigen. Lektion 6. Einfache Schritte befolgen. Hallo Anna, wusstest du, dass einfache Schritte einen großen Unterschied machen können? Oh, wirklich? Erzähl mir mehr, John. Nun, selbst kleine Änderungen in unseren täglichen Routinen können erhebliche Auswirkungen haben. Machen Sie zum Beispiel während des Mittagessens einen kurzen Spaziergang oder trinken Sie den ganzen Tag über mehr Wasser. Das ist ein gutes Argument. Diese kleinen Dinge können sich schnell summieren. Genau. Und das Beste daran ist, sie lassen sich so einfach in unser Leben integrieren. Du hast recht. Ich denke, es geht darum, achtsam zu sein und bewusste Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie klein sind. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel besser Sie sich fühlen können, wenn Sie nur ein paar einfache Änderungen vornehmen. Ich stimme zu. Es ist gut zu wissen, dass einfache Schritte einen großen Unterschied machen können. Definitiv. Es geht darum, den ersten Schritt zu tun und von dort aus aufzubauen. Lektion 7. Bildschirmzeit ausgleichen. Hey Anna, ich wollte deine Gedanken zu etwas hören. Klar, was ist los? Nun, ich habe in letzter Zeit über meine Bildschirmzeit nachgedacht. Ich habe das Gefühl,
dass ich vielleicht zu viel Zeit auf meinen Geräten verbringe. Ich weiß, was du meinst. Es kann leicht sein, hineingezogen zu werden und die Zeit aus den Augen zu verlieren. Ja, und ich glaube, das wirkt sich manchmal langsam auf meine Produktivität und sogar auf meine Stimmung aus. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es gut, darauf zu achten, wie viel Zeit wir auf Bildschirmen verbringen. Definitiv. Ich habe gehört, dass es wichtig ist, eine ausgewogene Routine zu haben, weißt du? Absolut. Klingt so, als ob du darüber nachdenkst, ein paar Änderungen vorzunehmen. Ja, ich werde versuchen, Grenzen zu setzen und andere Möglichkeiten zu finden, meine Zeit zu verbringen. Lektion 8: Achtsame Routinen. Hey Anna, wie läuft dein Tag bis jetzt? Es läuft gut, danke der Nachfrage. Wie steht's mit dir? Eigentlich ziemlich gut. Ich habe versucht, mehr Achtsamkeit in meinen Tagesablauf zu integrieren. Oh, das ist interessant. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe versucht zu meditieren und morgens leichtes Yoga zu machen. Das klingt nach einer großartigen Art, den Tag zu beginnen. Ich habe gehört, dass das wirklich bei der Konzentration und Produktivität helfen kann. Ja, ich habe schon einen Unterschied bemerkt. Es hilft mir, mich geerdeter und zentrierter zu fühlen. Das ist großartig. Ich wollte etwas Ähnliches ausprobieren. Was denkst du bisher darüber? Ich genieße es wirklich. Es ist eine nette Art, langsamer zu werden und sich einen Moment Zeit für mich selbst zu nehmen. Lektion 9: Nerven vernetzen. Hallo Anna, ich muss nächste Woche an einem großen Networking-Event teilnehmen und ich mache mir ein bisschen Sorgen darum. Ich kann verstehen, warum sich das entmutigend anfühlt, John. Es kann nervenaufreibend sein, sich da draußen aufzuhalten, um neue Leute kennenzulernen. Exakt. Ich mache mir Sorgen, peinlich rüberzukommen oder nicht zu wissen, was ich sagen soll. Stressen Sie sich nicht zu sehr. Denken Sie daran, zu lächeln, Augenkontakt herzustellen und sich darauf zu konzentrieren, mehr über die andere Person zu erfahren. Das ist ein gutes Argument. Ich sollte versuchen, neugieriger zu sein und zuzuhören, anstatt nur über mich selbst zu sprechen. Absolut. Stellen Sie durchdachte Fragen und zeigen Sie echtes Interesse. Die Leute lieben es im Allgemeinen, über sich selbst zu sprechen. Okay, das macht Sinn. Und ich denke, ich sollte nicht zu viel darüber nachdenken, sei einfach ich selbst. Genau. Ihr natürlicher Charme und Ihre Freundlichkeit werden durchscheinen. Der Schlüssel ist, sich zu entspannen und Spaß damit zu haben. Du hast recht, ich muss versuchen, die Erfahrung zu genießen, anstatt mich davor zu fürchten. Positive Denkweise, oder? Lektion 10: Nachmittagsspaziergang. Hey Anna, ich habe vor, heute Nachmittag spazieren zu gehen. Möchtest du zu mir kommen? Das klingt wunderbar, John. Ich dachte eigentlich nur daran, dasselbe zu tun. Kluge Köpfe denken ähnlich. Wo gehst du hier normalerweise gerne herum? Im Park in der Nähe meines Hauses gibt es ein wirklich schönes Wegenetz. Es ist so friedlich und malerisch. Toll, das klingt perfekt. Vielleicht können wir auch eine kurze Kaffee- oder Teepause einlegen.
Auf jeden Fall wäre das eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen. Ich freue mich darauf. Toll, ich auch. Es wird schön sein, etwas frische Luft zu schnappen und sich zu treffen. Absolut. Ein bisschen Bewegung und eine schöne Zeit mit einem guten Freund, was könnte besser sein? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das ist genau die Art von Selbstfürsorge, die ich gerade brauche. Lektion 11: Sichtseeing in der Stadt. Hey Anna, kennst du die lokalen Sehenswürdigkeiten in der Stadt? Ich plane eine Reise und könnte einige Empfehlungen gebrauchen. Klar, ich kenne die Gegend ziemlich gut. An welchen Attraktionen sind Sie interessiert? Vielleicht etwas Historisches oder Kulturelles. Ich würde gerne mehr über das Erbe der Stadt erfahren. Okay, großartig. In der Innenstadt gibt es ein wirklich nettes Museum, das Ausstellungen zur Gründung und frühen Entwicklung der Stadt zeigt. Es ist ein großartiger Ort, um anzufangen. Toll, das klingt perfekt. Gibt es noch etwas, was du vorschlagen würdest, auszuchecken, während ich dort bin? Definitiv. Es gibt auch ein wunderschönes historisches Viertel mit bezaubernder Architektur und lokalen Geschäften. Und der Central Park hat schöne Gärten und Wanderwege. Wunderbar, das klingt alles nach Orten, die man gesehen haben muss. Gibt es eine Karte oder einen Führer, den ich mir holen kann, um mich in der Gegend zurechtzufinden? Absolut, Sie können sich am Bahnhof oder im Besucherzentrum eine kostenlose Besucherkarte holen. Es sind alle wichtigen Sehenswürdigkeiten hervorgehoben. Perfekt, das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für die Empfehlungen. Ich freue mich sehr darauf, die Stadt jetzt zu erkunden. Lektion 12: Kommunikationssystem. Hallo Anna, ich hatte hier eine Frage zum Kommunikationssystem. Gibt es eine hilfreiche Möglichkeit für Gäste, mit der Rezeption in Kontakt zu treten? Absolut, John. Wir haben verschiedene Möglichkeiten für Sie, mit uns zu kommunizieren. Toll, was sind diese Optionen? Nun, wir haben in jedem Zimmer eine direkte Telefonleitung, die Sie direkt mit der Rezeption verbindet. Es gibt auch eine spezielle App, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können, um Nachrichten oder Anfragen zu senden. Ah, ich verstehe. Und sind das die einzigen Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen? Nein, wir haben auch ein Lobbytelefon, das Sie benutzen können, sowie einen Conciergeschalter, an dem Sie persönlich mit jemandem sprechen können. Wunderbar, das gibt mir viele Möglichkeiten. Gibt es eine Methode, die Sie als die effizienteste empfehlen würden? Für die meisten Anfragen empfehle ich, das Telefon auf dem Zimmer oder die App zu verwenden. Diese haben in der Regel die schnellste Reaktionszeit. Die anderen Optionen eignen sich jedoch hervorragend, wenn Sie eine persönlichere Unterstützung benötigen. Perfekt, das ist wirklich hilfreich zu wissen. Vielen Dank, dass Sie mir alle Kommunikationsmöglichkeiten vorgestellt haben. Lektion 13: Vorteile der Telearbeit. Hey Anna, ich habe in diesen Tagen viel über die Vorteile von Telearbeit gehört. Was ist deine Meinung dazu? Nun, ich denke, Telearbeit bietet einige wirklich große Vorteile. Zum einen bietet es viel mehr Flexibilität in Bezug auf die Work-Life-Balance. Das ist ein gutes Argument. Welche anderen Vorteile sehen Sie bei Telearbeit?
Ein weiteres großes Plus ist das Fehlen eines Pendelns. Wenn Sie sich nicht mit Verkehr oder öffentlichen Verkehrsmitteln auseinandersetzen müssen, können Sie viel Zeit sparen und Stress reduzieren. Absolut, das ist ein großer Vorteil. Sonst noch etwas? Ja, Telearbeit steigert tendenziell auch die Produktivität, da es weniger Ablenkungen gibt als in einer herkömmlichen Büroumgebung. Interessant, das hatte ich nicht in Betracht gezogen. Gibt es noch andere Vorteile, die Sie bemerkt haben? Nun, aus ökologischer Sicht reduziert Telearbeit den CO2-Fußabdruck, indem Dinge wie der Energieverbrauch im Büro und das Pendeln reduziert werden. Guter Punkt. Das ist heutzutage eine wichtige Überlegung. Insgesamt klingt es so, als ob Telearbeit viele Vorteile hat. Lektion 14: Marketing für kleine Unternehmen. Hallo Anna, ich wollte deine Gedanken zum Marketing für kleine Unternehmen erfahren. Ist es eine effektive Strategie? Wissen Sie, ich denke, Marketing kann für kleine Unternehmen unglaublich wertvoll sein, wenn es strategisch betrieben wird. Was meinst du damit? Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Nun, Dinge wie Social Media Marketing, E-Mail-Kampagnen und lokale Öffentlichkeitsarbeit können für kleine Unternehmen sehr effektiv und kostengünstig sein. Okay, das macht Sinn. Was ist mit traditionelleren Marketingformen? Diese können auch funktionieren, aber kleine Unternehmen müssen etwas selektiver vorgehen. Printanzeigen, Direktmailings und dergleichen können schnell teuer werden. Das ist ein gutes Argument. Also, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Dinge, auf die sich ein kleines Unternehmen bei seinem Marketing konzentrieren sollte? Ich würde empfehlen, Ihre Zielgruppe zu identifizieren, digitale Kanäle zu nutzen und stets danach zu streben, potenziellen Kunden einen Mehrwert zu bieten. Das klingt nach einem soliden Rat. Gibt es noch andere Tipps, die Sie für das Marketing für kleine Unternehmen anbieten würden? Lektion 15: Kleidung für Vorstellungsgespräche. Morgen. Bald steht ein großes Vorstellungsgespräch an. Hast du irgendwelche Tipps, was ich anziehen sollte? Oh, das ist aufregend, John. Für ein professionelles Interview würde ich empfehlen, einen klassischen, gut sitzenden Anzug zu tragen. Ein Anzug, ich hab's. Gibt es eine bestimmte Farbe oder einen bestimmten Stil, den du vorschlagen würdest? Neutrale Töne wie Marineblau, Anthrazit oder Dunkelgrau sind immer eine sichere Wahl. Und ich würde bei einem traditionellen zweiteiligen Anzug bleiben. Okay, das macht Sinn. Was ist mit dem Hemd und der Krawatte? Gibt's da irgendwelche Empfehlungen? Für das Shirt wäre ein knackiger weißer oder hellblauer Buttondown perfekt. Und eine ergänzende Krawatte in einer einfarbigen oder subtilen Farbe. Hervorragend, das gibt mir einen guten Ausgangspunkt. Gibt es noch etwas, das ich bei der Kleidung für das Vorstellungsgespräch beachten sollte? Ja, stellen Sie sicher, dass die Passform des Anzugs maßgeschneidert und professionell ist. Vermeiden Sie alles, was zu weit oder zu eng ist. Und stellen Sie sicher, dass Ihre Schuhe poliert und in gutem Zustand sind. Tolle Tipps. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir die wichtigsten Outfit-Essentials für das Interview zu erklären. Lektion 16: Mit gutem Beispiel vorangehen. Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist,
ein gutes Vorbild zu sein. Was sind Ihrer Meinung nach einige wichtige Möglichkeiten, wie wir in unserem täglichen Leben Freundlichkeit und Respekt zeigen können? Das ist eine gute Frage, John. Ich glaube, dass es entscheidend ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Es ist wichtig, Empathie zu zeigen, andere mit Würde zu behandeln und zuverlässig zu sein. Absolut. Ich finde, wenn ich diese Dinge bewusst angehe, gibt das wirklich den Ton an und ermutigt die Menschen um mich herum, dasselbe zu tun. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie unsere Handlungen, auch die kleinen, die Umgebung, in der wir uns befinden, prägen können. Haben Sie bestimmte Fälle bemerkt, in denen Ihr Beispiel einen positiven Unterschied gemacht hat? Ja, eigentlich. Neulich habe ich die Tür für einen Kollegen offen gehalten und sie schienen wirklich überrascht zu sein, aber dann haben sie dasselbe für jemand anderen getan. Es sind diese Welleneffekte, die mich dazu bringen, mich weiter darauf zu konzentrieren, ein gutes Vorbild zu sein. Das ist wunderbar. Es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle die Macht haben, durch unser eigenes Verhalten Freundlichkeit zu wecken. Sogar die kleinen Dinge zählen. Absolut. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich auf derselben Wellenlänge sind. Es ist ein Bereich, der mir wirklich am Herzen liegt, und ich schätze es, dass Sie sich mit mir darüber austauschen. Ich auch, John. Diese Art von Gesprächen ist so wertvoll. Ich freue mich darauf, weiterhin voneinander zu lernen und durch unser Handeln mehr Positivität zu verbreiten. Einverstanden. Ich bin froh, dass wir diesen Chat hatten. Es ist eine gute Erinnerung für uns beide, weiterhin mit gutem Beispiel voranzugehen. Lektion 17: Erinnerungen an Wachstum. Hey Anna, ich habe neulich über einige meiner bisherigen Erfolge nachgedacht, und das hat mir wirklich bewusst gemacht, wie sehr ich gewachsen bin. Das ist großartig, John. Ich finde es so bedeutsam, zurückzublicken und die Fortschritte zu sehen, die wir gemacht haben. Unsere Erfolge können uns eindringlich daran erinnern, wie weit wir gekommen sind. Definitiv. Selbst die kleinen Gewinne dienen als Meilensteine, die die positiven Veränderungen im Laufe der Zeit zeigen. Es ist leicht, sich im Alltag zu verlieren und nicht einen Schritt zurückzutreten, um das Gesamtbild zu verstehen. Absolut. Diese Erfolge, ob groß oder klein, sind ein Beweis für die Anstrengungen und Entschlossenheit, die wir unternommen haben. Sie prägen auf tiefgreifende Weise, wer wir sind. Gut gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich durch das Nachdenken über meine Reise so viel Perspektive und Selbstvertrauen gewonnen habe. Es motiviert mich wirklich, weiter voranzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich ermutigend wäre. Wenn Sie an Ihre Wachstumsfähigkeiten erinnert werden, müssen Sie sich besser gerüstet fühlen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Exakt. Es ist wie eine eingebaute Quelle der Ermutigung, weißt du? Ich fühle mich motiviert, meinen Horizont weiter zu erweitern und mir noch größere Ziele zu setzen. Das ist wunderbar, John. Es ist so wichtig, unsere Fortschritte zu feiern und sie als Treibstoff für zukünftiges Wachstum zu nutzen. Es freut mich, dass du das nutzt. Ich auch. Danke, dass du zugehört und deine Gedanken dazu geteilt hast. Es war ein wirklich ermutigendes Gespräch. Lektion 18: Ein voller Terminkalender. Morgen. Ich wollte mich über unseren bevorstehenden Arbeitsplan erkundigen. Hatten Sie die Gelegenheit, es sich anzusehen? Guten Morgen, John. Ja, ich habe den Zeitplan überprüft und er sieht ziemlich voll aus. Hatten Sie irgendwelche speziellen Bedenken, die mir bewusst sein sollten? Nun, ein paar Dinge. Mir ist aufgefallen,
dass wir am Mittwoch aufeinanderfolgende Treffen haben, und ich mache mir Sorgen, Zeit für unsere regelmäßigen Check-ins zu finden. Ich verstehe, was du meinst. Diese Treffen am Mittwoch sehen eng aus. Vielleicht können wir versuchen, in unserer Mittagspause an diesem Tag eine schnelle 15 Minuten Synchronisierung vorzunehmen. Das ist eine tolle Idee. Ich hatte gehofft, wir könnten so etwas machen. Ich möchte auf keinen Fall, dass unsere reguläre Kommunikation durcheinander gerät. Absolut. Die Beibehaltung dieser Kontaktpunkte wird entscheidend sein, vor allem bei allem, was wir sonst noch vor sich haben. Hatten Sie noch andere Programmpunkte, die Sie besprechen wollten? Eigentlich ja. Mir ist aufgefallen, dass wir am Freitag eine Präsentation mit allen Teilnehmern haben. Wissen Sie, ob wir dafür Materialien vorbereiten müssen? Guter Fang. Ich werde das noch einmal überprüfen, aber ich glaube, wir werden nur erwartet, dass wir teilnehmen und bereit sind, alle Fragen zu beantworten, die auftauchen. Keine große Präsentation von unserer Seite. Okay, gut zu wissen. Das nimmt ein bisschen den Druck. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir alles im Griff haben. Lektion 19. Pünktlichkeit ist wichtig. Morgen. Ich wollte mit dir über etwas sprechen, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Guten Morgen, John. Natürlich, was beschäftigt dich? Nun, mir ist aufgefallen, dass Sie etwas später als zu unserer üblichen Startzeit im Büro angekommen sind. Ich wollte nur einchecken und sehen, ob alles in Ordnung ist. Oh, ich verstehe. Du hast recht, meine Ankunftszeit war in letzter Zeit etwas inkonsistent. Ich habe morgens versucht, einige persönliche Angelegenheiten zu erledigen, aber ich möchte nicht, dass sich das auf meine Arbeit auswirkt. Ich verstehe. Das Leben außerhalb des Büros kann sicherlich hektisch werden. Aber wie Sie wissen, ist Pünktlichkeit für uns sehr wichtig. Absolut, du hast völlig recht. Ich werde sicherstellen, dass es in Zukunft vorrangig ist, pünktlich ins Büro zu kommen. Ich möchte nicht, dass meine Verspätung unsere Teamdynamik oder Produktivität beeinträchtigt. Ich schätze Ihr Verständnis. Ich weiß, dass Sie ein engagiertes und fleißiges Teammitglied sind, und ich möchte nicht, dass dies zu einem Problem wird. Danke, John. Ich werde mein Bestes tun, um eine gleichmäßigere Ankunftszeit zu haben. Vielleicht können wir sogar regelmäßig einchecken, um sicherzustellen, dass ich unseren erwarteten Zeitplan einhalte. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich melde mich gerne wöchentlich oder bei Bedarf sogar täglich, nur um sicherzustellen, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Lektion 20. Schadensbewältigung. Guten Morgen. Ich wollte mit dir über etwas sprechen, das mir aufgefallen ist, als ich heute reingekommen bin. Guten Morgen, John. Was scheint das Problem zu sein? Nun, mir ist aufgefallen, dass an der Seite meines Autos auf dem Parkplatz ein Kratzer ist. Wissen Sie zufällig etwas darüber? Oh nein, es tut mir so leid, John. Ich bin heute Morgen von meinem Platz zurückgerutscht und habe wohl nicht die Kante Ihres Autos gesehen. Ich fühle mich schrecklich. Ich verstehe. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie das offen sagen. Unfälle passieren, aber ich möchte sicher gehen, dass wir das richtig angehen. Natürlich, auf jeden Fall. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Schaden. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich bei der Reparatur helfen kann. Nun, ich freue mich, dass du bereit bist, dich darum zu kümmern. Warum holen Sie sich nicht einen Kostenvoranschlag von einem Mechaniker Ihres Vertrauens und wir können von dort aus weitermachen?
Das klingt vernünftig. Ich werde das so schnell wie möglich einrichten und Sie über den Prozess auf dem Laufenden halten. Nochmals, das tut mir wirklich leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass es unbeabsichtigt war. Ich bin nur froh, dass wir uns rechtzeitig und verantwortungsbewusst damit befassen. Lektion 21. Aktives Zuhören fördern. Hey Anna, ich habe gehört, dass du daran gearbeitet hast, deine Fähigkeit zum aktiven Zuhören zu verbessern. Hey, wie läuft das? Hallo John, es läuft gut. Ich habe versucht, Augenkontakt zu halten und nicke mit, um zu zeigen, dass ich verlobt bin. Das ist toll zu hören. Die Aufrechterhaltung des Augenkontakts ist ein so wichtiger Bestandteil des aktiven Zuhörens. Absolut. Ich finde, es hilft mir wirklich, mich auf das Gespräch zu konzentrieren. Definitiv. Und wie wäre es, zurückzudenken, was die andere Person sagt? Hast du das versucht? Ja, habe ich. Ich habe wichtige Punkte umformuliert, um sicherzugehen, dass ich sie richtig verstehe. Toll, das ist eine weitere hervorragende Technik des aktiven Zuhörens. Es zeigt dem Sprecher, dass Sie wirklich zuhören. Exakt. Mir ist aufgefallen, dass es wirklich hilft, bessere Verbindungen in Gesprächen aufzubauen. Vollkommen. Aktives Zuhören ist eine so unterschätzte Fähigkeit, aber es macht einen großen Unterschied. Lektion 22. Konstanz in neuen Gewohnheiten kultivieren. Hey Anna, ich habe gehört, dass du versucht hast, eine neue Gewohnheit anzufangen. Hey, wie läuft das? Oh, hallo John. Ja, ich versuche jeden Tag ein paar Minuten lang zu meditieren. Das ist großartig. Meditation kann eine so starke Angewohnheit sein. Läuft es soweit gut? Um ehrlich zu sein, war es ein bisschen schwierig. Es fällt mir schwer, konsequent dabei zu bleiben. Ich verstehe. Neue Gewohnheiten zu entwickeln kann definitiv eine Herausforderung sein. Was haben Sie als hilfreich empfunden? Nun, ich versuche es jeden Morgen für 5 bis 10 Minuten zu machen. Aber an manchen Tagen vergesse ich es einfach oder habe keine Lust dazu. Ich habe gehört, dass es entscheidend ist, Gewohnheiten in kleinen, überschaubaren Schritten aufzubauen. Vielleicht mit nur 2 bis 3 Minuten beginnen? Das ist ein guter Vorschlag. Ich denke, ganz klein anzufangen, könnte mir helfen, die Konsistenz aufzubauen. Exakt. Und Erinnerungen zu setzen oder es jeden Tag zur gleichen Zeit zu tun, kann es auch zur Gewohnheit machen. Lektion 23. Vorbereitung auf Auslandsreisen. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald für eine Geschäftsreise nach London reist. Wie läuft die Planung? Ah, ja. Ich freue mich wirklich darauf. Die Planung kommt soweit gut voran. Das ist toll zu hören. Reisen Sie zum ersten Mal zur Arbeit nach London? Nein, ich war schon ein paar Mal dort, aber es macht immer Spaß, zurückzukehren. Nett. Haben Sie dieses Mal irgendwelche Aktivitäten auf Ihrer Liste, die Sie gesehen oder gemacht haben müssen? Nun, ich hoffe, den Tower of London wieder besuchen zu können. Und ich würde gerne eine Vorstellung im West End sehen. Oh, der Tower of London ist ein Klassiker.
Und eine Aufführung im Westend zu sehen, wäre fantastisch. Definitiv. Ich hoffe auch, dass ich mir dieses Mal einige der neueren Trendviertel ansehen kann. Oh, das ist eine tolle Idee. Die Erkundung der aufstrebenden Gebiete kann Ihnen eine andere Perspektive bieten. Lektion 24. Selbstfürsorge ist wichtig. Hey Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas überfordert. Haben Sie einen Rat, wie Sie der Selbstpflege Priorität einräumen können? Es tut mir leid zu hören, dass du dich gestresst fühlst, John. Es ist so wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, besonders in geschäftigen Zeiten. Du hast recht. Ich weiß, dass ich mich mehr anstrengen muss, aber es kann schwierig sein, die Zeit zu finden. Ich verstehe. Aber auch kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. Haben Sie darüber nachgedacht, einige schnelle Tagesroutinen zu integrieren? Wie was? Ich bin offen für Vorschläge. Vielleicht probiere morgens eine kurze Meditation oder Atemübung aus. Oder planen Sie einfach eine Gehpause während des Arbeitstages ein. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, sich Zeit für uns selbst zu nehmen, auch wenn es nur 15 bis 20 Minuten sind. Genau. Und vergiss nicht, Dinge zu tun, die dir Spaß machen, egal ob es darum geht zu lesen, Musik zu hören oder Zeit in der Natur zu verbringen. Guter Punkt. Ich sollte diese Aktivitäten wahrscheinlich auch planen, anstatt sie einfach auf der Strecke bleiben zu lassen. Lektion 25. Bereit für Abenteuer. Hey Anna, ich habe gehört, dass du neue Outdoor-Ausrüstung einkaufen gehst. Wofür bist du auf dem Markt? Oh hallo, John. Ja, ich suche nach Ausrüstung für eine bevorstehende Wanderung. Nett. Wo planst du zu wandern? Ich mache mich auf den Weg in die Berge für ein mehrtägiges Rucksackabenteuer. Das klingt unglaublich. Was für Ausrüstung hoffst du zu finden? Nun, ich brauche einen guten, robusten Rucksack, hochwertige Wanderschuhe und einen zuverlässigen Campingkocher. Das sind alles wichtige Dinge für eine Rucksackreise. Hast du schon einmal viel gewandert? Ich habe einige Tageswanderungen gemacht, aber dies wird meine erste längere, mehrtägige Wanderung sein. Deshalb möchte ich sicherstellen, dass ich die richtige Ausrüstung habe. Das macht absolut Sinn. Hochwertige Ausrüstung kann wirklich über Erfolg oder Misserfolg einer längeren Wandertour entscheiden. Lektion 26. Partyplanung. Hey Anna, brauchen wir außer den Luftballons und Bannern noch etwas für die Party? Guter Punkt, John. Ich glaube, wir brauchen auch ein paar Luftschlangen und Partydekorationen, damit das Lokal richtig festlich aussieht. Ah ja, Streamer wären perfekt. Vielleicht könnten wir welche in der Farbe der Party besorgen. Das ist eine tolle Idee. Die Streamer würden wirklich alles gut zusammenbinden. Absolut. Und wir sollten uns wahrscheinlich auch ein paar lustige Partygeschenke schnappen, wie diese dummen Hüte und Krachmacher. Ja, die Partygeschenke werden zur lebhaften Atmosphäre beitragen. Das wird so ein lustiges Fest. Ich kann es kaum erwarten. Das wird die beste Party aller Zeiten. Ich auch nicht. Ich freue mich so darauf,
dass alles zusammenkommt. In Ordnung, lassen Sie uns eine endgültige Liste erstellen, um sicherzustellen, dass wir alles abgedeckt haben. Lektion 27: Personalisiertes Geschenk. Hey Anna, ich hatte eine Idee für ein personalisiertes Geschenk für die Hochzeit unserer Freunde. Oh, das klingt wunderbar. Oh, was hast du dir überlegt, sie zu besorgen? Nun, ich dachte, wir könnten Ihnen ein schönes Set gravierter Stifte oder einen individuellen Fotorahmen besorgen. Das sind beide so durchdachte Ideen. Die gravierte Option wäre wirklich etwas Besonderes. Absolut, wir könnten sogar Ihre Initialen oder Ihr Hochzeitsdatum eingravieren lassen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich bin mir sicher, dass Sie die persönliche Note wirklich schätzen würden. Toll, dann nehme ich das. Danke für den Input. Jederzeit. Ich bin sicher, was auch immer du wählst, Sie werden es lieben. Das hoffe ich. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg, um die Bestellung aufzugeben. Lektion 28: Reisepläne. Hey Anna, ich habe gehört, dass du bald eine Reise planst. Wo gehst du hin? Oh ja, ich freue mich riesig darauf. Ich denke darüber nach, diesen Sommer Italien zu besuchen. Italien. Das klingt unglaublich. Da wollte ich schon immer hin. Du solltest auf jeden Fall versuchen zu gehen, wenn du kannst. Es gibt einfach so viel Geschichte und Kultur zu entdecken. Ich wette, gibt es Orte auf Ihrer Reiseroute, die Sie unbedingt gesehen haben müssen? Nun, ich möchte auf jeden Fall Rom sehen und mir alle ikonischen Wahrzeichen ansehen. Und natürlich kann ich es kaum erwarten, all das köstliche italienische Essen zu probieren. Allein das Essen ist die Reise wert. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen neidisch. Haha, du solltest zu mir kommen. Es würde so viel Spaß machen, es zusammen zu erleben. Ich wünschte, ich könnte, aber vielleicht ein anderes Mal. Ich werde vorerst nur stellvertretend durch dich leben müssen. Lektion 29: Wiederentdeckung. Hey Anna, bist du schon einmal auf ein altes Foto oder Erinnerungsstück gestoßen, das dich in die Vergangenheit versetzt hat? Absolut, John. Es ist, als würden wir vergessene Erinnerungen aufdecken, wenn wir diese verborgenen Juwelen wiederentdecken. Genau. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Objekt so starke Emotionen und Nostalgie hervorrufen kann. Definitiv. Ich habe neulich ein altes Skizzenbuch von mir gefunden, das mich direkt in meine Kindheit zurückversetzt hat. Das muss eine wundervolle Erfahrung gewesen sein. Ich liebe es, wenn das passiert. War es? Das Durchblättern dieser Seiten war, als würde man diese unbeschwerten Tage noch einmal erleben. Das kann ich mir vorstellen. Es ist erstaunlich, wie unser Geist an diesen Erinnerungen festhalten kann, auch wenn sie jahrelang vergraben waren. Absolut. Es ist wunderbar, sich auf diese Weise wieder mit unserem früheren Ich verbinden zu können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Diese Wiederentdeckungen sind wirklich etwas Besonderes. Lektion 30: Sportdebatte. Hey Anna, wer war deiner Meinung nach die beste Spielerin der Mannschaft in dieser Saison? Das ist eine schwierige Frage.
Ich muss sagen, der Stürmer war der herausragende Künstler. Wirklich? Ich dachte, der Mittelfeldspieler hatte auch eine ziemlich unglaubliche Saison. Das stimmt, er hatte einige tolle Spiele. Aber der Stürmer erzielte im Endspiel 2 entscheidende Tore. Guter Punkt. Diese Tore, die das Spiel gewonnen haben, waren riesig. Ich denke, es ist schwer, über diese Art von Wirkung zu streiten. Exakt. Der Stürmer schien die ganze Saison über zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ja, du hast wahrscheinlich recht. In meinem Buch war er definitiv der MVP. Ich stimme zu. Er trug das Team wirklich auf dem Rücken, als sie ihn am meisten brauchten. Definitiv. Es wird spannend sein zu sehen, was er in der nächsten Saison kann. Lektion 31, am Flughafen angekommen. Hey Anna, ich bin so froh, dass ich endlich am Flughafen angekommen bin. Der Verkehr war wirklich schlecht, als ich hierher kam. Hallo John, wie war dein Flug? Ich hoffe, es war nicht zu turbulent. Es war in Ordnung, manchmal etwas holprig, aber nichts Schlimmes. Ich freue mich einfach, jetzt hier zu sein. Das ist gut zu hören. Ich hatte Angst, dass der Flug verspätet sein könnte oder so. Ich auch, aber am Ende hat alles geklappt. Also, was ist der Plan für heute? Irgendwas Aufregendes? Nun, ich dachte, wir könnten zuerst etwas essen und dann vielleicht ein bisschen die Stadt besichtigen. Klingt perfekt. Ich bin am Verhungern und kann es kaum erwarten, die Gegend zu erkunden. Toll, dann lass uns gehen. Ich kenne genau den richtigen Ort für köstliche lokale Küche. Fantastisch, weise den Weg. Lektion 32, Machu Picchu besuchen. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du schon einmal in Machu Picchu warst. Was hältst du davon? Hey John, es war absolut unglaublich. Ich empfehle auf jeden Fall, es zu Ihrer Bucketliste hinzuzufügen. Wirklich? Ich wollte schon immer gehen, aber ich habe gehört, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, dorthin zu gelangen. Es stimmt, die Wanderung kann anstrengend sein, aber die Aussicht von oben ist jeden Schritt wert. Wow, das ist gut zu wissen. Vielleicht könnten wir eines Tages zusammen eine Reise dorthin planen. Unbedingt. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen alles zu zeigen und meine Tipps zu teilen. Das wäre unglaublich. Ich bin begeistert, Machu Picchu ist es. Toll, dann müssen wir mit der Planung aller Details beginnen. Das wird ein episches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Das wird definitiv der Höhepunkt meiner Reise sein. Lektion 33, Sushi probieren. Hey Anna, hast du das neue Sushi-Restaurant probiert, das gerade eröffnet wurde? Nein, ich hatte noch keine Chance. Was hältst du davon? Es ist wirklich gut. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Sie haben einige einzigartige Rollen. Oh, was zum Beispiel? Ich bin immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Nun, sie haben diesen namens Dragon Roll.
Es hat Garnelentempura, Avocado und Aal. Oh, das klingt köstlich. Ich liebe Aal-Sushi. Ich auch, es ist mein Favorit. Wir sollten es uns irgendwann zusammen ansehen. Definitiv, ich bin dabei. Sushi und gute Gesellschaft, was könnte besser sein? Genau. Machen wir es, ich reserviere für uns. Lektion 34, Diskussion der jüngsten Proteste. Hey Anna, hast du von den Protesten in unserer Stadt gehört? Ja, habe ich. Es war überall in den Nachrichten. Was denkst du darüber? Es ist ein wirklich komplexes Thema, aber ich bewundere die Menschen, die sich für das einsetzen, woran sie glauben. Ich auch. Ich denke, es ist wichtig, einen offenen Dialog zu führen und eine friedliche Lösung zu finden. Absolut. Hoffentlich hören die Behörden auf die Bedenken der Demonstranten. Das hoffe ich auch. Solche Situationen können sehr angespannt sein, aber Gewalt wird nichts lösen. Ich stimme zu. Der beste Weg vorwärts ist eine offene und ehrliche Kommunikation. Definitiv. Ich freue mich, dass die Leute ihre Stimmen nutzen, um etwas zu bewegen, auch wenn es nicht einfach ist. Das Gleiche hier. Es ist inspirierend zu sehen, wie die Community für eine gemeinsame Sache zusammenkommt. Lektion 35. Auf der Suche nach bequemer und stilvoller Kleidung. Hey Anna, ich habe versucht, neue Klamotten zu finden, die bequem und stilvoll sind, aber es fällt mir schwer. Ich kenne das Gefühl, es kann schwierig sein, die richtige Balance zu finden. Für welche Art von Stil entscheidest du dich? Nun, ich will etwas Lässiges, aber trotzdem Zusammengestelltes, weißt du? Nichts besonders Ausgefallenes, aber auch nicht so einfach. Ich verstehe, was du meinst. Haben Sie versucht, sich einige der nachhaltigeren Modemarken anzusehen? Noch nicht, aber das ist eine tolle Idee. Die muss ich mir ansehen. Irgendwelche Empfehlungen? Einige meiner Favoriten sind Evalane, Patagonia und Reformation. Sie haben wirklich schöne, hochwertige Stücke. Toll, die werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Danke für die Tipps. Du kennst immer die richtigen Orte zum Einkaufen. Natürlich. Ich helfe gerne. Lass es mich wissen, wenn du etwas Gutes findest. Ich würde gerne sehen, was du am Ende hast. Werde ich machen. Danke nochmal. Ich fühle mich jetzt inspiriert, meine Garderobe zu überarbeiten. Lektion 36. Künstlerbedarf. Hey Anna, hast du daran gedacht, die Malutensilien für unser Projekt abzuholen? Ups, das habe ich völlig vergessen. Was brauchten wir nochmal? Nun, wir werden auf jeden Fall ein paar Lineale und Klebestifte brauchen. Und vielleicht wären auch ein paar Buntstifte nett. Oh, richtig, die Buntstifte. Das würde unser Projekt richtig krachen lassen. Auf dem Heimweg gehe ich in den Laden. Fantastisch. Danke, Anna. Vergiss nur nicht die Lineale und Klebestifte, okay? Ich hab's. Ich werde dafür sorgen,
dass ich mir alles schnappe. Dieses Projekt wird großartig werden. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Ich kann es kaum erwarten, damit anzufangen. Ich auch nicht. Bis bald, John. Wir sehen uns. Lektion 37. Auschecken im Hotel. Guten Morgen, Anna. Ich wollte nach der Check-out-Zeit des Hotels für unsere Reise fragen. Oh richtig, ich glaube, die Check-out-Zeit ist 11 Uhr. Aber wenn wir etwas mehr Zeit benötigen, können wir es der Rezeption mitteilen. 11 Uhr, verstanden. Das sollte uns genug Zeit geben, um zu packen und loszulegen. Definitiv. Und falls wir zufällig etwas mehr Zeit brauchen, bin ich mir sicher, dass Sie entgegenkommend sein werden. Gut zu wissen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie die Details dazu noch einmal überprüft haben. Gar kein Problem. Freut mich, dass ich den Check-out-Prozess für Sie klären konnte. Ich auch. In Ordnung, ich sorge dafür, dass wir morgen pünktlich aufbrechen. Hört sich gut an. Wir sprechen uns später, John. Passt auf euch auf. Lektion 38. Eine Bäckerei eröffnen. Hey Anna, ich wollte deine Gedanken zur Eröffnung einer Bäckerei hören. Oh, das ist eine spannende Idee. Welche Aspekte hattest du im Sinn? Nun, ich denke über die rechtliche und finanzielle Seite der Dinge nach. Hast du da irgendwelche Ratschläge? Das sind definitiv wichtige Überlegungen. Ich würde empfehlen, die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ihre Region zu prüfen. Gute Entscheidung. Und die finanzielle Seite, gibt es da irgendwelche Tipps? Zur Finanzierung könnten Sie Kredite für kleine Unternehmen oder sogar Crowdfunding-Optionen in Betracht ziehen. Und stellen Sie sicher, dass Sie einen soliden Geschäftsplan erstellen. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie Ihr Fachwissen zu diesem Thema teilen. Natürlich. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um Ihnen zu helfen, diese Bäckerei auf die Beine zu stellen. Wird reichen. Nochmals vielen Dank. Lektion 39. Online buchen. Hey Anna, ich wollte unser Hotel für die Reise online buchen. Oh, das ist eine tolle Idee. Bei Online-Buchungen gibt es in der Regel einige nette Angebote und Rabatte. Genau das habe ich mir gedacht. Haben Sie Tipps für die besten Tarife? Ich finde, dass eine Buchung direkt über die Website des Hotels oft am kostengünstigsten ist. Ah, ich verstehe. Gut zu wissen. Und sollten wir nach bestimmten Aktionen oder Gutscheincodes suchen? Definitiv. Die Suche nach aktuellen Rabattcodes kann wirklich helfen, etwas Geld zu sparen. Hervorragend. Das mache ich auf jeden Fall. Das wird die Planung der Reise so viel einfacher machen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, um diese großartigen Online-Tarife zu finden. Werde ich machen. Danke, Anna. Das ist super hilfreich. Lektion 40. Bequemer Transport. Hallo Anna, hast du von dem neuen Mitfahrservice gehört,
der dich zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten bringen kann? Oh ja, ich benutze es in letzter Zeit oft. Es ist so praktisch, Sie tippen einfach auf ein paar Tasten auf Ihrem Telefon und ein Fahrer bringt Sie überall hin, wo Sie hin müssen. Das klingt toll. Welche Attraktionen haben Sie besucht? Nun, letzte Woche habe ich es benutzt, um mir eine neue Museumsausstellung in der Innenstadt anzusehen. Der Fahrer hat mich direkt am Eingang abgesetzt, es war wunderbar. Wow, das ist perfekt. Sie müssen sich keine Gedanken über das Parken oder das Navigieren in einer unbekannten Gegend machen. Genau. Und die Preise sind auch wirklich vernünftig. Es hat das Spiel für mich verändert, mich in der Stadt fortzubewegen. Ich muss es versuchen, wenn ich das nächste Mal irgendwo hin muss. Klingt nach einer viel besseren Option, als selbst zu fahren. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen. Der Service ist so zuverlässig und die Fahrer sind immer freundlich. Super, danke für die Empfehlung, Anna. Ich muss die App herunterladen und ausprobieren.